episode of German for Beginners in 5 Minutes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Deutsch für Anfänger in 5 Minuten. Diesmal geht es um das Thema Verben in der Präsensform. This time it's all about verbs in present tense. So we start with the meanings of the present tense. So when can you use the present tense? Wir fangen an mit der Bedeutung vom Präsens. Also wann kann man das Präsens einsetzen? Jetzt seht ihr auf der Slide die 4 Möglichkeiten. Nur auf Deutsch, aber ich erkläre es auch gleich auf Englisch. Jetzt. Ich bin in der Arbeit. Bis heute. Julia wohnt seit 5 Jahren in München. Das ist immer gültig. München ist eine Stadt in Deutschland. Die Zukunft. Ich werde nach der Arbeit nach Hause gehen. Oder eben im Präsens, ich gehe nach der Arbeit nach Hause. Das eine ist eben die Zukunftsform und das andere das Präsens, das man auch für die Zukunft verwenden kann. So you can use it if you just talk about now, I am at work or I am at home. You can say if something is lost until now, until today, like I live in this apartment or I lived in Munich for 5 years. If something is in general valid, like Munich is a city in Germany. Or if you talk about the future, you can say, I will go home after work, but you can also say it like ich werde nach der Arbeit nach Hause gehen, but you can also use the present tense for it. Ich gehe nach der Arbeit nach Hause. So here we have some regular verbs. Hier sehen wir ein paar regelmäßige Verben. Ich. So, ich komme, arbeite oder heiße. I come, I work, my name is. Du kommst, er, sie, es kommt. Wir kommen, we come. Ihr kommt, you come. Sie kommen, they come. Ich arbeite, du arbeitest. Er, sie, es arbeitet. Wir arbeiten, we work. Ihr arbeitet, you work. Sie arbeiten, they work. And there are 3 example sentences. Ich heiße Julia, which would be translated, my name is Julia. Wir kommen nach Hause, we come home. Er arbeitet bei einem großen Unternehmen. He works in a big company. Unregelmäßige Verben, irregular verbs. One example is to be, sein. Ich bin, I am. Du bist, you are. Er, sie, es ist. He, she, it is. Wir sind, we are. Ihr seid, you are. Sie sind, they are. Und 3 Beispielsätze, 3 example sentences. Ich bin in der Arbeit, I am at work. Du bist ordentlich, you are neatly. Wir sind ein Team, we are a team. And now here's a little test. You see 4 sentences and the verb is missing. You can pause the video now and either you take a pen and a paper and write it down, or you just try it in your head or speak with yourself. Now comes the solution. Du bist in der Arbeit, so you are at work. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Berlin is the capital of Germany. Er heißt Ludwig. He is called Ludwig, or his name is Ludwig. Sie arbeitet bei einem Unternehmen. She works in a company. So this was a basic introduction to verbs in present. I hope you liked it.